Wenn es um K.O.-Tropfen geht, sind die Schlagzeilen absolut verstörend und schockierend. Die Betroffenen sind willenlos, gelähmt oder gar bewusstlos und können sich an nichts mehr erinnern. Dann werden sie bestohlen oder Opfer von sexuellem Missbrauch. Und die Dunkelziffer ist extrem hoch. Doch es gibt Möglichkeiten, sich vor K.O.-Tropfen zu schützen und sogar ein spezielles Armband, das aber einen Haken hat. Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. 1, 2, 3. Herzlich willkommen. Eine Sache ist ganz klar, Schuld haben einzig und allein die Täter. Doch viele Menschen, die Opfer von K.O.-Tropfen werden, schämen sich und suchen die Schuld bei sich selbst. Das ist einer der Gründe, warum es keine verlässlichen Statistiken darüber gibt, wie viele Menschen pro Jahr Opfer von K.O.-Tropfen werden. Ich selbst habe mal wohl versehentlich eine Portion abbekommen. Der nächste Morgen war extrem seltsam. Aber manche Betroffenen merken es, aber auch gar nicht oder zu spät, dass sie Opfer von K.O.-Tropfen geworden sind. Im Blut und Urin kann die Substanz nur wenige Stunden nachgewiesen werden. Das Bundeskriminalamt geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Hilfsorganisation Weißer Ring berichtet auf ihrer Webseite von solch einem schrecklichen Fall. Als Nina frühmorgens in einem Münchner Park zu sich kommt, auf dem Boden liegend, die Kleidung verrutscht, der Slip in den Kniekehlen, ist sie zunächst verwirrt. An die vergangenen Stunden kann sie sich nicht erinnern. Was sie noch weiß, sie war in einem Club, hat getanzt, sich amüsiert, mit Fremden geredet, Drinks ausgegeben bekommen. Eigentlich ein ganz normaler Abend. Die Bezeichnung K.O.-Tropfen kommt aus dem englischen Knockout, was so viel heißt wie außer Gefecht setzen. Und das bringt es wirklich gut auf den Punkt. Ein kompletter Blackout ist die fatale Folge. Vor allem der Gedächtnisverlust ist typisch und die Opfer können sich einfach an nichts mehr erinnern. Genau das macht es den Tätern so leicht. Oft mischen sie die Tropfen in Clubs oder Bars in Getränke und in der Partystimmung bleibt das meist unbemerkt. Die Tropfen selbst sind geschmacksneutral und zudem sind sie farblos, sodass es nicht möglich ist, diese Gefahr auf den ersten Blick zu erkennen. Und genau das macht sie so gefährlich. Doch es gibt eben nicht nur ein K.O.-Mittel, sondern rund, Achtung, 140 Substanzen, die missbräuchlich als solches eingesetzt werden können. Der Großteil dieser Substanzen ist übrigens legal und wird sogar therapeutisch eingesetzt, beispielsweise als Beruhigungs- oder Schlafmittel. Durch eine Überdosierung und die heimliche Gabe werden diese Substanzen dann zu K.O.-Tropfen. 3 chemische Stoffe sind in diesem Zusammenhang besonders oft zu hören. Die Substanz GBL, Gamma-Butyrolacton, und BDO 1,4 Butandiol, die beide in Europa legal sind, sowie das illegale GHB, Gamma-Hydroxybuttersäure. Letzteres ist illegal. Bei Überdosierung und in Zusammenhang mit Alkohol besteht Lebensgefahr, da ein Atemstillstand hervorgerufen werden kann. Doch es gibt Möglichkeiten, sich vor K.O.-Tropfen zu schützen. Wichtig ist, das Glas oder die Flasche nie unbeobachtet zu lassen und keine offenen Getränke von unbekannten Menschen annehmen. Sobald man sich unwohl fühlt, sollte man bekannte Freunde oder das Personal der Location ansprechen und um Hilfe bitten. Für Kim Eisenmann aus Karlsruhe war das aber nicht genug. Sie hat zusammen mit ihrem Freund ein spezielles Armband entwickelt, mit dessen Hilfe man Drinks auf bekannte K.O.-Tropfen testen kann. In einem Interview erklärt sie, wie sie auf die Idee gekommen ist. Im vergangenen Sommer war ich mit meinem Freund Sven auf einem Stadtfest und dort wurde eine Bekannte von uns Opfer von K.O.-Tropfen. Nachts wurde sie dann in einem Park gefunden. Sie konnte sich an nichts mehr erinnern und war schlimm verletzt. Das war für mich ein totaler Schock, weil wir auch auf dem Fest waren und es genauso gut mich hätte erwischen können. Die Gefahr hat sich einfach so nah angefühlt. Man denkt immer, mir und meinen Freunden kann so etwas nicht passieren, bis es dann doch passiert. Ein bekannter Drogeriemarkt hat Kim Eisenmanns Armband in die Vermarktung aufgenommen und die Nachfrage im Onlineshop ist groß. Das Armband ist weiß und strahlt hell im Schwarzlicht der meisten Clubs. Manche Täter werden im besten Fall dadurch schon abgehalten. Wenn man aber den Verdacht hat, dass mit dem eigenen Getränk etwas nicht stimmt, rührt man den Drink um und gibt einen Tropfen auf das Testfeld des Armbandes. Wenn K.O.-Tropfen enthalten sind, färbt sich das Testfeld blau. Ein Armband reicht aus, um 2 Getränke zu prüfen. Doch Vorsicht, der Haken, denn längst nicht alle Substanzen werden mit diesem Armband abgedeckt. Es spricht nur auf den gängigsten Typ von K.O.-Tropfen GHB an und ist somit kein Vollschutz gegen sämtliche Drogen. Doch eine Weiterentwicklung ist geplant, damit auch andere Stoffe erkannt werden können. Auch die Politik ist an dem Thema dran. Eine Möglichkeit wäre, das Arznei- oder Betäubungsmittelgesetz zu ändern, um so den Umgang mit entsprechenden Substanzen einzudämmen. Diskutiert wird zudem auch, die entsprechenden Substanzen mit Bitterstoffen zu versetzen, damit sie unbedingt herausgeschmeckt werden können. Dazu Sozial- und Integrationsminister
Minister Manne Luka nach der Gesundheitsministerkonferenz der Länder im Juni diesen Jahres 2019. Wir haben das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, geeignete Regelungen zu treffen, um die missbräuchliche Herstellung von K.O.-Tropfen einzudämmen. Wir müssen Wege finden, die missbräuchliche Verwendung von Substanzen, die eigentlich zur Herstellung von medizinischen oder industriellen Produkten gedacht waren, zu verhindern. Mindestens genauso wichtig ist aber die Prävention. Dazu ein Sprecher vom Weißen Bund. Den Enkeltrick gibt es inzwischen zum Beispiel seit mehr als 20 Jahren und er funktioniert immer noch. Wir müssen auch bei K.O.-Tropfen dranbleiben. Und wo bekommt man die K.O.-Tropfen? Zum Beispiel im Darknet. Drogenkriminalität im Darknet. Cooles Video von Breaking Lab. Anklicken, anschauen und den ebenso coolen Kanal Breaking Lab abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.